Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so an Infos für uns bringt, fürs Kollektiv. Und er hat sich umgedreht, der Helfer der Fülle. Hier sieht man ganz viel Kleeblätter. Und es ist so die Aussage, hätte ich jetzt gesagt. Es könnte sein, es gibt viel zu tun. Man muss sich organisieren und Pläne machen. Und wenn man das gemacht hat, kann man sich tatsächlich gut an die Arbeit machen. Man ist geschützt von den Schutzengeln und wir können die ganzen Sachen, die wir zu tun haben, mit Leichtigkeit machen und mit einer liebevollen Art. Und es kann auch sein, dass hier irgendwo ein loyaler Freund unterwegs ist, der uns unter die Arme greift. Dann haben wir, oh, das ist toll. Hier brauche ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Hier schüttet Fortuna das Füllhorn aus. Der Himmel öffnet sich und schützt uns und gibt uns reiche Fülle mit. Hier kann auch sein, dass irgendwo ein unerwartetes Geschenk auf dem Weg zu uns ist, das uns so ein bisschen demütig auch macht. Und die Aussage ist einfach, gib von dem, was du hast, etwas anderen weiter. Und ja, dann ist die Fülle sozusagen im Fluss. Und hier haben wir noch das Loslassen mit dabei, unser aller Lieblingswort. Hier ist immer noch ein bisschen was, wo wir uns noch nicht davon befreit haben. Und es dient eigentlich dazu, dass wir höher fliegen als zuvor. Und die Aussage ist einfach, dass jedes Ende immer auch einen Neuanfang mitbringt. Es geht auch ein bisschen darum, dass man sich selbst erlaubt, dass das Leben seinen Plan hat und dass alles seinen Sinn hat, manches erst im Nachhinein. Und es geht darum, dass man die Denkweise, die man über das Loslassen hat, auch ändern kann oder ja, mit einer anderen Einstellung belegen. Hier unten im Thema haben wir, dass wir vielleicht in einer Situation im Leben, die wir alle so unterschiedlich haben, ja, man sieht es hier deutlich, sie sitzt hier erschöpft auf einer Bank, das ist Unwissenheit, man ist verwirrt, man weiß nicht weiter. Und hier kommt die Wahrheit auf einen zu, man wird plötzlich wach und bewusst. Und man darf sich auch rausnehmen, wenn es zu viel ist. Aber jedenfalls ist hier die Auflösung einer Situation, die dieses hier mitbringt. Schauen wir ein bisschen weiter. Ja, hier ist das Ende einer Situation, hier ist gleich der Neubeginn. Es kann sich beim Kind auch immer um kleinere Dinge handeln, die nachher Großes mitbringen. Eine Situation, die sich klärt. Ein Start, der vorgegeben wird, weil man plötzlich eben diese Einblicke hat oder die Wahrheit sieht. Wir haben hier zweimal den Hinweis auf Freunde, die uns auch dazu führen können oder die uns diese Wahrheit offenbaren und uns darin unterstützen. Hier setzt so der natürliche Flow wieder ein. Wir stehen auf, wir bleiben nicht liegen. Wir setzen unsere Lebensreise fort.
Und das Ganze ist sehr stabilisierend. Wir sind wieder unterwegs, wir folgen unseren Träumen, wir haben irgendwie alles auch so geordnet. Es ist so ein stabiles Fundament, das man sich erarbeitet hat. Und ich würde sagen, hier liegt etwas in der Luft, was uns auch wieder in Fahrt bringt. Hier hinten sind noch die Blockaden, Ängste und Sorgen, die man mit dem Loslassen hat. Aber es ist ja immer so, ne? Wenn du etwas Altes weglässt, kommt etwas Neues. Manchmal ist der Weg dazu nicht so klar und hier liegt außerdem noch eine Sache mit dabei, die uns emotionale Fülle mitbringt, die unsere Seele auch irgendwie toucht, die alle Emotionen ins Fließen bringt. Das mit der emotionalen Fülle ist eine wichtige Sache, denn man kann alles haben und sich trotzdem nicht frei fühlen. Meine Erfahrung, ihr dürft es jederzeit anders denken. Das ist sehr schön, denn hier kriegen wir dann noch ein Ja für unsere Unternehmungen. Die Karte sagt, dass es ein guter Zeitpunkt ist für alles, was man auf die Welt bringt oder für unsere Unternehmungen an sich. Vielleicht sind wir auch viel unterwegs und hier ist ein positives Ergebnis in sich, das unseren Erwartungen auch entspricht. Was man hier auch hat, ist, dass man durch diese Aufklärung hier, ne, wo tappe ich im Dunkeln, wo bin ich ein bisschen verwirrt, welche Situationen haben sich mir in den Weg gestellt, habe ich, dass es auch so ist, dass wir den Standpunkt unseres Gegenübers oder der Situation, die wir bewerkstelligen, betrachten. Also das ist schon ein höherer Blickwinkel, da sagt man nicht, du hast aber und du hast aber, sondern man versteht die Beweggründe des anderen. Ich übe mich schon lange darin. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht. Aber es ist schon gut, weil so geht auch dieses ewige Schuldzuweisen ein bisschen zurück. Und man versteht einfach, dass jeder sein Ding macht, seine Aufgabe hat und dass er in dem Moment auch nur so durchkommt. Jetzt gucken wir noch, was die Vögelchen sagen. Da sind 2 gekommen. Dann lasse ich euch jetzt wählen. Wir haben hier das Rotkehlchen das Rotkehlchen und hier die Schwalbe und ich würde die Schwalbe nehmen. Und hier wird gesagt, ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Das kündigt sich hier überall an, ne? Irgendetwas wird geschehen, das uns ein unerwartetes Geschenk mitgibt. Unerwartet ist immer da, wo man es nicht vermutet. Und das Rotkehlchen sagt, verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Hier ist das Loslassen, hier ist der Anfang und der Neubeginn. Also das baut sehr aufeinander auf. In dieser Legung liegt sehr viel Unterstützung für all das, wo man denkt, loslassen kann ich nicht, loslassen fällt mir schwer. Es ist auch manchmal nicht leicht, aber ich sage zu dem Wort meistens auch gar nicht mehr loslassen, ich sage abgeben und dann wird es auch leichter. Emotionale Fülle können wir alle gut gebrauchen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis morgen.